Hi, Servus, das ist Uwe von der Poly und ich möchte euch in diesem kurzen Video das neue Remote Control Feature für unsere TC8, TC10 Systeme zeigen, das wir mit dem 4.4 Release für Studio X respektive G-Serie und mit dem Release 6.4 für die Touch-Controller zur Verfügung stellen. Das Ganze wird getriggert über Lens, das ist also ein Premium-Feature aus Lens. Und das erste, was wir also machen, wir updaten unsere Maschine auf die aktuellsten Varianten und loggen uns dann in unseren Lens-Tenant ein. In meinem Fall habe ich das hier schon getan. Das heißt, sofern ich mein TC steuern möchte, klicke ich hier auf Manage und Inventory. Dann suche ich mir das entsprechende Touch Control aus. Das hier ist mein Touch Control, was hier gerade neben mir steht. Und wenn ihr hier auf die Details geht, habt ihr hier einen neuen Button, und zwar Remote Access. Das heißt, sobald ihr hier auf den Knopf drückt, bekommt ihr ein Pop-up und Lens versucht quasi eine Remote-Verbindung auf unseren Touch-Controller aufzubauen. Mein Touch-Controller seht ihr hier. Das heißt, sobald ihr aus Lens diese Verbindung initiiert, wird auf dem Touch-Controller eine Meldung gebracht, dass dieses System ferngesteuert werden möchte von einem Admin. Und der User im Raum hat dann die Möglichkeit, diese Session anzunehmen, respektive sie natürlich auch abzulehnen. Diese Zustimmung oder die Ablehnung muss innerhalb von 30 Sekunden passieren. Nach 30 Sekunden, ihr seht, da läuft ein Timer, gehen wir davon aus, dass der Raum leer ist. Und damit würde nach 30 Sekunden diese Verbindung automatisch akzeptiert werden. Der Einfachheit halber klicke ich hier einfach mal auf Allow und jetzt seht ihr, dass hier diese Verbindung im Lens-Tenant tatsächlich aufgebaut worden ist. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, aus eurem Browser das physikalische TC10 im Raum zu steuern. Das heißt, alles, was der User physikalisch im Raum machen kann, das können wir tatsächlich hier über unsere Remote-Verbindung auch tun. Das heißt, wir können auf die Settings zugreifen, wir können die Kamera steuern, ihr könnt das Seitenmenü reinsliden. Also alles, wie gesagt, das, was ihr physikalisch im Raum machen könntet, habt ihr hier auch zur Verfügung. Hier im Bild sieht man, dass das Ganze blau umrahmt ist. Das ist tatsächlich nicht nur hier für die Web-UI der Fall, sondern es ist auch physikalisch auf der Anzeige der Fall. Und ihr habt hier auch als User die Möglichkeit, hier oben nochmal auf diesen Info-Button zu klicken und von euch proaktiv die Session zu beenden. Alternativ dazu könnt ihr natürlich, wenn ihr der Admin seid, über den Button hier oben, über End Session, diese Remote-Fernsteuerung beenden. Das macht das Ganze super easy. Das Ganze ist unabhängig vom Provider-Mode. Das heißt, es funktioniert in Teams, in Zoom und so weiter. In dem Fall haben wir jetzt hier gerade das PolyOS. Und das macht das Ganze natürlich um einiges einfach, weil ihr tatsächlich seht, was auf dem Touch-Display passiert. Das ist der erste Schritt. Wir versuchen das natürlich noch weiter auszubauen, dass man vielleicht tatsächlich in Zukunft beispielsweise auch die angeschlossenen Displays sehen kann. Das soll es für diese Demo gewesen sein. Ich sage schönen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen und hören uns. Euer Uwe.